Get ready for the revolution. It's coming to you now. It's coming to you now. Rising up, now the tide's turning. Feel the heat, yeah, the fire's burning. Willkommen bei Spaß mit Flaggen. Oder auch, wie ich das Make-up von Negasonic Teenage Warhead, was ein Name, mache. Und zwar geht's jetzt los, würde ich mal sagen, ne? Let's go! Als allererstes creme ich mich erstmal ein. Ist besser für die Haut, damit es nicht so strapaziert wird und generell für alle aufwendigeren Make-ups grundsätzlich zu empfehlen. Dann trage ich eine Foundation auf. Ich habe gesagt, dann trage ich eine Foundation auf. Und verteile die halt gut in meinem Gesicht. Ich mache das meistens mit den Händen, das lässt sich schön verblenden, damit es keinen blöden Rand gibt und man das Make-up nicht so sieht. Dann trage ich noch etwas Concealer auf meine Augenringe auf, um diese abzudecken und das Gesicht ein bisschen leuchtender und wacher aussehen zu lassen. Hier benutze ich wieder meinen Finger und auch ein sogenanntes Make-up-Eye, um es gut zu verblenden. Das Ganze pudere ich dann schon mal ab, um ein mattes Finish erstmal zu haben, um darauf weiterarbeiten zu können. Dann kommt ein sehr wichtiger Part für Negasonic, und zwar ihre Augenbrauen. Die sind generell sehr dick und auch relativ gleichbleibend in der Breite. Nur hinten schlagen sie einen kleinen Haken nach unten und laufen dann aus. Sie sind generell ein bisschen länger als das Auge. Um das Ganze natürlicher zu machen, arbeite ich es mit einem kleinen Borstenpinsel noch ein, um die natürliche Haarstruktur und das Ganze ein bisschen auszublenden, damit es nicht zu gemalt aussieht. Generell kann man kleine Missgeschicke mit einem Q-Tip wunderbar korrigieren und muss dann somit nicht nochmal von vorne anfangen. Das Ganze pudere ich nochmal mit einem dunkelbraunen Lidschatten ab und mache das Ganze damit ein bisschen matter und natürlicher. Jetzt folgen die Fenster zur Seele, und zwar sind die leicht rötlich bei Negasonic und dementsprechend versuche ich diesen Effekt natürlich nachzuahmen. Dafür trage ich etwas Lidschatten in der entsprechenden Farbe auf und verblende diesen mit meinem Finger und trage es nachher noch etwas mit einem Taschentuch ab, um es sanfter aussehen zu lassen. Nun versuche ich das Auge in die entsprechende Form von Negasonic zu bekommen, und zwar hat sie sehr puppenhafte, runde Augen. Und jetzt nehme ich etwas Kajal und trage diesen nicht ganz am Anfang und nicht ganz bis zum Ende meines unteren Lides auf. Das Ganze verblende ich dann noch mit einem Q-Tip, damit es auch hier nicht zu gemalt aussieht. Und ebenso ziehe ich meine Wasserlinie schwarz nach, um meine Augen optisch zu verkleinern. Natürlich darf der Lidstrich nicht vergessen werden. Diesen trage ich auch nicht ganz am Anfang auf, sondern ein bisschen versetzt und mache ihn sehr rund zur Mitte hin und trage ihn nicht ganz bis zum Ende auf. Dadurch wird das Auge sehr rund und genau das ist ja der Effekt, den ich haben will. Natürlich darf Wimperntusche nicht fehlen. Da die liebe Negasonic nicht sonderlich lange Wimpern hat, darf ich Gott sei Dank auf lange künstliche Wimpern verzichten. Yay! Ich hasse künstliche Wimpern. Meine Lippen versuche ich jetzt an meinen Hautton anzupassen, indem ich etwas Creme-Make-up nutze und dann entsprechend Puder darüber verwende, um den Ton noch besser anpassen zu können. Nun versuche ich die Lippenkonturen von Negasonic nachzuahmen. Sie hat generell einen sehr schmalen Mund und dieser wirkt auch, als ob er nach unten hin etwas nach unten geneigt wäre, und das lässt das Ganze ein bisschen schmolliger aussehen. Die Kontur mache ich mit Schwarz und fülle dann die Lippen mit einem dunklen Violett. Überschüssigen Lippenstift trage ich einfach mit einem Taschentuch ab. Jetzt beginnt der zeitintensivste Part des ganzen Make-ups. Bisher ist es jetzt zwar sehr schön, aber nun geht's richtig rund. Ich beginne mit der Schattensetzung und dafür nehme ich mir etwas dunklen Lidschatten. Ich beginne unter den Augen, um diese etwas runder wirken zu lassen. Danach versuche ich meine Nase etwas mit Schatten zu verkleinern. Negasonic hat ein sehr kantiges Gesicht mit einem kurzen Kinn. Dementsprechend setze ich gerade Linien an meinen Wangenseiten und versuche das Kinn auch zu schattieren, um es kürzer wirken zu lassen. Das Ganze muss immer sehr gut verblendet werden, weil es sonst zu sehr geschminkt oder gar fleckig aussieht. Den Hals passe ich ebenso an, weil dieser sich sonst mit seiner hellen Farbe zu sehr abhebt. Jetzt
verstärke ich den Effekt von meiner gefakten schmalen Unterlippe, indem ich noch auf meine echte Lippe einen Schatten setze und somit diese komplett wegretuschiere. Was bei Negasonic vor allen Dingen wichtig ist, sind ihre kleinen Pausbäckchen. Um diese zu imitieren, setze ich entsprechende Striche, um meinem Gesicht mehr Volumen geben zu können. Ich lasse immer mehr kleine Details einfließen und arbeite mit 2 verschiedenen Brauntönen dabei, einen helleren und einem dunkleren. Der hellere ist der Grundton, der dunklere ist für die Feinheiten gedacht. Jetzt betone ich noch den kleinen Schmollmund. Schmollen kann sie ja so gut. Die Wangenknochen müssen auch betont werden. Ebenso aber auch die hervorkommenden Augenwülste, die so schön betont werden, wenn sie mal wieder eine böse Miene zieht. Dann kommen wir zu den Highlights. Jetzt betone ich alles, was ich hervorheben möchte. Hier nehme ich mir vor allen Dingen Nase, Kinn, die Partie über dem Mund und die Wangen vor. Danach folgen die Wangenknochen. Und zwischendrin setze ich noch ein paar Schatten, um Augenringe in einem gewissen Rahmen zu imitieren. Tja, hätte ich ja gleich meine echten da lassen können. Dann setze ich ein paar Highlights auf der Stirn und ebenso auf den Augenwülsten, kurz über der Braue. Das Ganze noch schön verblenden, man kann nie genug verblenden. Lalilu. Da Negasonic scheinbar eine sehr gut durchblutete Haut hat, ist ihre Wangenpartie und ihr Kinn sowie ihre Nasenspitze leicht gerötet. Um meine Lippe nochmal schmaler wirken zu lassen, setze ich noch ein kleines Highlight an die Stellen, wo meine Unterlippe eigentlich im Original wäre. Dadurch verschwimmen die Konturen. Jetzt mache ich mir die Haare noch etwas dunkler, weil ich ein bisschen hellere Haare habe und ziehe mir noch die Mickling aus Scheitel. Das Ganze pudere ich dann noch einmal schön kräftig ab, damit es natürlicher wirkt und mehr ineinander gearbeitet wird. Sopsala, wenn euch dieses Video gefallen hat, was kommt jetzt wohl? Ja, dann gebt mir einen Daumen hoch und hey, vergesst nicht den Channel zu abonnieren, es kommen noch coole Sachen.